die Welt da draußen muss sich per se jetzt erstmal nicht ändern, damit du auch Ruhe und Frieden und Gelassenheit und Vertrauen und vollkommene Gewissheit empfinden kannst. Das ist ja, was wir hier die gesamte Zeit mit dem Kurs und den Lektionen trainieren wollen. Diese Gewissheit in uns abzurufen, dass alles dennoch gut ist, auch wenn ich nicht weiß, wie. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, ein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und für einen Kurs in Wundern. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Zeit schenken magst in dieser so lauten Welt, die an uns zerrt und zupft und überall unsere Aufmerksamkeit fordert, und dass du dir die Zeit nimmst und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Das ist in der heutigen Zeit wahrscheinlich gar nicht so selbstverständlich, weil überall wirklich werden wir mit Informationen und Situationen und Nachrichten vollgeballert, die sagen, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Und das ist so ein bisschen das Thema der heutigen Folge, der Aufhänger, diese Information, diese Nachrichten und Situationen, die immer intensiver zu werden scheinen in der Welt, und wie wir am besten damit umgehen können, wenn wir die Grundsätze von einem Kurs in Wundern dazu holen. Und vielleicht ist es dir auch aufgefallen, dass ich jetzt am Anfang immer wieder auch erwähne, dass dieser Podcast ein Podcast für einen Kurs in Wundern ist. Das habe ich ja ganz lange vermieden. Aber wenn ich jetzt auf die letzten 8 Jahre dieses Podcasts zurückblicke und was ich da die meiste Zeit mit dir teile, dann sind es die Grundsätze von einem Kurs in Wundern. Zum einen liegt es daran, dass das einfach meine Baseline ist. Das ist, womit ich grundsätzlich versuche, mich zu klären, versuche, mich zu erden und mich zu zentrieren. Das sind die Grundsätze von einem Kurs in Wundern. Das sind die Lektionen. Jeden Tag mache ich tatsächlich immer noch eine Lektion, weil es ist kein Zwang für mich. Ich habe da wirklich eine große Liebe zu entwickelt und es fühlt sich für mich immer wieder sehr stimmig und gut an. Aber ich setze mich da nicht unter Druck. Also für mich ist das überhaupt nicht etwas, wo ich denke, wenn ich das nicht mache, dann passiert ein Unglück oder so, sondern es ist wirklich etwas, womit ich mich immer wieder zentriere, weil das Ego hat einen großen Sog. Wenn ich aufhöre, etwas täglich und regelmäßig zu praktizieren, dann hat das Ego viel leichteres Spiel mit mir. Und das will ich nicht, weil ich mich selbst respektiere und das Beste für mich will. Und das Beste für mich, aus meinem Gefühl, ist, dass ich eine regelmäßige spirituelle Praxis habe. Und ein Kurs in Wundern bietet sich für mich da wirklich gut an mit den 365 Tagen, die wir im Übungsbuch haben, um jeden Tag eine Lektion durchzuführen. Und das andere, warum ich nie direkt gesagt habe, dies ist ein Kurs in Wundern Podcast, ist, weil ich maximale Freiheit liebe. Weil wenn du hier nicht das erste Mal dabei bist, und falls du heute das erste Mal dabei bist, dann herzlich willkommen. Dies ist wirklich ein Podcast, wo wir die meiste Zeit einen Kurs in Wundern besprechen. Du wirst wahrscheinlich bei mir auch merken, dass ich immer wieder andere Quellen dazu hole. Ob es die Gene Keys sind, ob es Kabbalah ist, ob es manchmal auch Joe Dispenza ist oder irgendjemand anderen, Byron Katie, was auch gerade mich inspiriert, was auch gerade mich bewegt, bringe ich mit rein, wenn ich denke, es passt. Und diese Freiheit würde ich gern für mich beibehalten. Aber das kann ich ja auch, wenn ich sage, dass wir hier die meiste Zeit mit einem Kurs in Wundern arbeiten. Ein Kurs in Wundern ist ein Training für unseren Geist, um das derzeit dominante Ego-Angst-Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. In der Theorie klingt das immer so einfach und in der Praxis stolpern wir alle, das gehört dazu. Es ist so gut wie unvermeidbar und die Frage ist, wenn wir stolpern, wie sind wir dann mit uns? Holen wir dann wieder irgendeinen kritischen Anteil in uns heraus und sagen uns, wie schlecht und doof wir sind, oder können wir da auch wieder vergebend mit uns sein? Weil das ist die Hauptaufgabe hier, sagt ein Kurs im Wundern uns. Du bist für die Erlösung der Welt zuständig, weil du vergeben kannst. Du kannst vergeben. Nur, wie gesagt, in der Theorie ist das alles immer sehr einfach gesagt und in der Praxis merken wir, wie sehr unser Ego uns manchmal doch noch im Griff hat. Apropos Ego, dorthin wollte ich ja mit dir auch noch schauen, weil ich das Gefühl habe, und ich glaube, vielleicht ist es dir auch nicht so entgangen, dass die Welt immer mehr Chaos zu produzieren scheint. Es wird immer chaotischer, wenn du in die USA blickst, aber vielleicht machst du das ja auch gar nicht mehr. Vielleicht hast du Nachrichten für dich abgeschafft und du schaust keine Nachrichten mehr. Ich schaue auch keine Tagesthemen oder sowas. Aber dennoch begegnen mir Schlagzeilen, Berichte
Zum Beispiel bei YouTube, weil auf YouTube treibe ich mich tatsächlich oft genug rum. Einerseits, weil ich auch den Podcast auf YouTube teile und andererseits, weil ich auch dort Vorträge höre über Astrologie, über die Gene Keys. Also es ist sozusagen ein für mich präferiertes Medium, um alternativen Inhalt auch zu konsumieren, will ich jetzt mal sagen. Es ist aber nicht wirklich konsumieren. Ich gehe damit wirklich in die Tiefe. Also wenn ich irgendetwas von Richard Rudd, dem Begründer der Genschlüssel, höre, dann ist das für mich wirklich auch mich selbst damit reflektieren oder was über die Astrologie. Und in letzter Zeit beschäftige ich mich tatsächlich viel mit Astrologie, weil ich liebe an der Astrologie, wie man größere Muster erkennen kann und wie man Muster, die jetzt wieder am Firmament zu sehen sind, wenn bestimmte Konstellationen da sind, vergleichen kann mit der Geschichte, wann das schon mal passiert war und was da in der Menschheitsgeschichte los war. Also zum Beispiel ist am 20.02. eine Konstellation am Himmel, die sehr selten ist und die auch 1989 ähnlich am Himmel war. Und 1989, wissen wir alle, war der Mauerfall. Also mal sehen, was am 20.02.2026 los ist. Und wenn du die Astrologie verfolgst und auch die Gene Keys und Human Design, die sagen, es ist gerade eine sehr, sehr intensive Zeit, es ist gerade eine Umbruchszeit, irgendetwas verändert sich für uns ganz, ganz einschneidend und 2027 ist für die Gene Key Leute und auch für die Human Designler ein sehr, sehr interessantes Datum, also dieses Jahr, weil damit sich eine Energie zum Ende neigt, die 400 Jahre aktiv war. Und ich glaube, wenn du die Ereignisse in der Welt, dieses Chaos, was sich gerade ausbreitet scheinbar, beobachtest, dann passt es gut mit dem, was Astrologen sagen und was Gene Keys und Human Design sagt, nämlich, dass irgendetwas sich dem Ende nähert. Irgendeine Struktur, irgendetwas, was wir immer kannten, löst sich langsam auf. Und das kann uns auch beunruhigen. Wir sind nun mal in dieser menschlichen Erfahrung und wir lieben es, als Mensch so stabil und scheinbar sicher wie möglich zu sein. Und wenn unsere Strukturen wackeln, wenn die Politiker wackeln, wenn unsere Wirtschaft wackelt, dann merken wir, okay, diese scheinbare Sicherheit ist nicht mehr da und irgendetwas macht das mit mir. Und genau dort will ich ansetzen, weil das Ego kann uns dann natürlich voll in Angst und Schrecken versetzen, ne? Voll sagen, du bist nicht mehr sicher, was sollst du denn machen, wie sollst du dich absichern, wie kannst du das kontrollieren und die Politiker sind schuld, dahin geht das Ego ja, die sind einfach nicht mehr, die taugen nichts mehr, die Wirtschaftswissenschaftler sind schuld, die hätten uns vorher vorwarnen sollen, was weiß ich, wer alles schuld ist für das Ego, aber was wäre, wenn wir eine andere Blickweise auf all das haben könnten? Und genau das ist ja, was uns ein Kurs im Wundern aufzeigt. Eine neue Wahrnehmung der Dinge, die sich hier ausspielen. Ja, es wirkt sehr chaotisch. Ja, es wirkt nicht mehr so stabil, wie wir es noch vor 10 oder 20 Jahren kannten. Aber ist das denn notgedrungen immer nur schlecht? Das ist, was ich mich frage. Gibt es vielleicht eine andere Art, das hier zu betrachten? Gibt es vielleicht eine Ebene, auf der alles völlig immer noch im Lot ist? Nur wir können diese höhere Perspektive oder andere Perspektive nicht abrufen und deswegen versetzen uns diese Ereignisse in der Welt eher in Angst und Schrecken, als dass wir ruhig bleiben können. Doch deine große Aufgabe gerade, das ist meine feste Überzeugung, ist genau diese Ruhe abzurufen, genau diese Gelassenheit und diesen Frieden, weil der den Unterschied machen wird. Wenn du dich damit reinziehen lässt und auch panisch wirst oder unruhig wirst, damit ist wirklich niemandem geholfen. In dieser Unwissenheit, in dieser Nichtkontrollierbarkeit deine Ruhe zu behalten, das wird den Unterschied für dich und auch für deine Umwelt machen. Das ist nämlich, wohin uns der Kurs immer wieder trainiert. Zu sagen, hey, die Welt da draußen muss sich per se jetzt erstmal nicht ändern, damit du auch Ruhe und Frieden und Gelassenheit und Vertrauen und vollkommene Gewissheit empfinden kannst. Das ist ja, was wir hier die gesamte Zeit mit dem Kurs und den Lektionen trainieren wollen. Diese Gewissheit in uns abzurufen, dass alles dennoch gut ist, auch wenn ich nicht weiß, wie. Das ist jetzt, wir sind tatsächlich, ich glaube, wirklich dazu aufgefordert, jetzt die Ruhe mitzubringen, die wir in der Welt sehen wollen. Also,
Was ich ganz spannend finde, ist, falls du auch am 1.1. mit der Lektion 1 aus dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern begonnen hast, bist du heute auch bei Lektion 27. Und was ich spannend finde, ist, dass die letzten 3 Lektionen sehr helfen mit dem, was wir gerade in der Welt sehen, diese chaotische Energie. Und wenn du diese Lektionen nicht einfach nur überliest und denkst, ich muss eine Lektion nach der anderen machen und mit denen nochmal sitzt, können sie dir wirklich so viel geben für deine Ruhe zu kultivieren, will ich jetzt mal sagen. Heute sind wir ja bei Lektion 27 übrigens und wir reisen ja auch tatsächlich in der Gruppe der starken Gefährten und auch mit den Lektionen pur. Das ist ja mein Projekt. Die Überschrift ist 365 Tage Wunder übrigens. Da gibt es einen Podcast, die Lektion pur, womit ich durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern begleite. Und dann gibt es noch die Gruppe der starken Gefährten, die sich alle 2 Wochen auf Zoom trifft, um die Lektion miteinander zu besprechen, um zu schauen, wie wirkt es nach. Und da sind wir auch immer wieder, dass wir uns sagen, die Lektion heute knallt ganz schön rein, wenn man schaut, was in der Welt los ist. Aber wenigstens haben wir den Kurs. Wenigstens gibt es für uns diese Möglichkeit, anders zu wählen, anders zu sein, anders auf das Chaos in dieser Welt zu blicken. Heute haben wir ja den Leitgedanken, vor allem will ich sehen. Vor allem will ich sehen, und ich finde das ganz schön, dass wir heute das als Mantra benutzen dürfen und jede halbe Stunde oder 15 Minuten, die Zeiteinheit darfst du dir selber aussuchen, uns immer wieder wie so ein Mantra vorsagen dürfen, vor allem will ich sehen. Vor allem will ich sehen. Was heißt denn das, vor allem will ich sehen? Für mich heißt es, dass ich mit dem Ego gerade gar nicht sehe. Diese Chaos-Situation, die mir das Ego gibt, diese Angstsituation, diese Aggression, die mir das Ego gibt, ist nicht das Einzige, was ich sehen kann. Und vor allem will ich sehen, ich will vergebend sehen. Ich will diese Situation anders betrachten. Das heißt nicht, dass ich auf menschlicher Ebene nicht mehr agiere oder nicht mehr handle oder nicht mehr etwas sage, aber ich tue es dezidiert anders, weil ich eine höhere Möglichkeit habe, das hier zu betrachten. Weil wenn du nicht mit dem Ego alles betrachtest, dann hast du natürlich ganz logischerweise auch eine andere Reaktion und eine andere Antwort auf das, was passiert. Oder was scheinbar passiert, ne? Also vor allem will ich sehen. Vielleicht ist es auch ein Mantra, was du mal einen Tag lang durch immer wieder dir in Erinnerung rufen willst, um zu schauen, wie hat sich mein Tag qualitativ verändert, dadurch, dass ich mich immer wieder daran erinnert habe, dass es eine andere Sichtweise, eine vergebende Sichtweise auf all das gibt, was mir das menschliche Dasein bietet. Also, wir gehen mal ganz kurz zu Lektion 25 zuerst. Die war ja vor 2 Tagen dran und die hat schon einen ganz, ganz tollen Hinweis für uns, wie wir mit dem Chaos in der Welt vielleicht auch umgehen können. Ich muss mal zurückblättern. Wir haben hier den Leitgedanken, ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Natürlich dürfen wir uns immer hinterfragen, aus welcher Ebene weiß ich denn nicht, wozu irgendetwas dient? Aus dieser rein menschlichen Perspektive, die sehr eingeschränkt ist. Wir können aus dieser rein menschlichen Perspektive, egal wie geklärt sie ist, nicht die Totalität der Dinge erfassen. Also brauchen wir eine höhere Ebene, brauchen wir unseren inneren Lehrer, den Heiligen Geist, um uns zu führen, weil er nämlich die Totalität der Dinge erfasst. Und auch gleichzeitig sieht, was für ein Chaos hier auf der Welt existiert, aber weiß, dass das nur Illusion ist. Wir haben manchmal echt eine große Herausforderung, uns daran zu erinnern, dass das nicht die absolute Wahrheit ist. Und ich verstehe das, mir geht's ja auch genauso oft genug noch, dass ich zu sehr Peri bin und zu wenig Seele. Aber dafür haben wir ja den Kurs, damit wir uns immer wieder ausrichten, okay? Peri, du hast gerade Angst, das heißt, du verwechselst dich zu sehr mit dem Menschsein. Was kannst du tun? Du kannst deine Gebete sprechen, du kannst den Heiligen Geist dazu holen, du kannst einmal tief atmen, du kannst meditieren, um dich wieder auszurichten, um wieder mehr Seele und einen größeren Fokus zuzulassen, als es dir jetzt gerade gelingt. Aber im nächsten Moment hast du schon wieder eine neue Möglichkeit. Und für mich ist es auch okay, mit dieser Angst zu sein und sie einfach zu spüren, sie aber nicht mit mir zu verwechseln. Ich bin nicht diese Angst, das ist, was ich mir auch immer wieder sage, sondern ich nehme diese Angst gerade in mir wahr,
als Beobachter, und wenn ich nicht an ihr festhalte, wenn ich die Geschichten, die mir diese Angst gerade erzählt, nicht glaube, dann kann diese Angst von mir ablassen. Das ist die Möglichkeit, die uns solche Situationen auch immer wieder geben. Ich muss mich nicht mit dieser Angst identifizieren, sondern ich kann sie durch mich durchfließen lassen. Ich kann sie wieder in Bewegung bringen. Da ist eine Möglichkeit, dass du wieder mehr Seele zulässt und weniger zu sehr Mensch bist. Das heißt nicht, dass du nicht Mensch sein sollst, sondern dass du eine Perspektive, eine höhere mit in dieses Menschsein bringst. Also, ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Wenn du das nächste Mal irgendetwas hörst, wie in den USA schon wieder Chaos, dass bürgerkriegsähnliche Situationen spielen sich da aus, dann kannst du sagen, oh mein Gott, das ist ganz, ganz schlimm, ganz furchtbar, die Welt geht zugrunde, die USA geht zugrunde. Oder du kannst sagen, ich weiß nicht, wozu das gerade dient. Ich weiß es nicht. Und wenn du ganz ehrlich bist, Hand aufs Herz, weißt du es nicht. Auf menschlicher Ebene wirkt es grausam, aber es gibt immer eine höhere Ebene und die, da bin ich fest von überzeugt, ich habe 100%ige Gewissheit, dass die alles im Griff hat. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wozu irgendetwas dient, weil wir nicht die Totalität der Dinge erfassen und wir können uns das nicht anmaßen. Ein Ego ist so arrogant und denkt, ich weiß, wozu das dient. Das beweist mir, dass die Welt zugrunde geht. Ich wusste, dass die Welt immer unsicher ist, aber jetzt sehe ich es da richtig gut drin wiedergespiegelt. Ich bin wieder bestätigt darin, dass alles den Bach runtergehen wird in meiner Angst und in meinem Schreckengefühl und in dieser Idee, dass ich mich verteidigen muss und festklammern muss an allem, was ich habe, weil es gibt ja nicht genug und die Welt geht ja gerade zugrunde. Dorthin geht das Ego oft genug, wenn man das zulässt. Und du kannst dich aber auch stoppen und sagen, ich weiß nicht, wozu das gut ist. Ich habe keine Ahnung. Das heißt nicht, dass ich nicht helfe, das heißt nicht, dass ich nicht auch ein Wort des Trostes habe, aber ich habe auch eine höhere Perspektive auf die Dinge, die mir immer wieder sagt, ich weiß nicht, wozu das gut ist. Ich weiß es einfach nicht. Und ich maße mir auch nicht an, zu sagen, wozu das gut ist. Ich maße mir kein Urteil an, weil ich es nicht wissen kann. Hier in dieser Lektion 25 werden wir an etwas sehr Wundervolles erinnert, sehr, sehr Hilfreiches. Ich lese uns das mal vor. Du nimmst die Welt und alles in ihr aus dem Blickwinkel von Ego-Zielen als bedeutungsvoll wahr. Diese Ziele haben nichts mit deinem Besten zu tun, weil das Ego nicht du ist. Du bist nicht das Ego. Du bist nicht diese Angststimme, die 24/7 mit dir spricht und dir einreden will, dass du verletzlich bist. Du bist das nicht. Du könntest dich mit dieser Stimme oft genug noch verwechseln, aber du bist nicht diese Stimme. Aufgrund dieser falschen Identifikation bist du unfähig zu verstehen, wozu irgendetwas dient. Daher wirst du es zwangsläufig missbrauchen. Wenn du dies glaubst, wirst du versuchen, die Ziele, die du der Welt zugeschrieben hast, zurückzunehmen, statt zu versuchen, sie zu verstärken. Und das ist nämlich auch noch, was wir nicht vergessen dürfen, dass wenn ich mich in diese Geschichten, in das Chaos dieser Welt hineinsteigere, ich das Chaos verstärke. Ich sage nicht, dass das immer einfach ist, es nicht zu tun, aber sei wenigstens ehrlich mit dir, dass du weißt, hey, wenn ich jetzt mich damit reinsteigere, wenn ich jetzt mit anderen darüber spreche, wie schlimm das alles ist, verstärke ich das, weil mein Fokus ist dort. Dort, wo mein Fokus ist, das wird verstärkt für mich und auch für die Welt, weil wir haben keine privaten Gedanken. Alles, was wir sehen, ist oft genug etwas, was wir geteilt erleben. Ideen, die wir teilen, stärken sich. Also, ich blätter mal weiter zur nächsten Lektion und wie sie uns helfen kann, in chaotischen Momenten vielleicht doch eine neue, alternative, natürliche, friedlichere Perspektive zuzulassen. Lektion 26 schenkt uns den wundervollen Leitgedanken, meine Angriffsgedanken greifen meine Unverletzlichkeit an. Das heißt, wenn ich angreife, wenn ich mich verteidige in Situationen, wo ich denke, hier ist es richtig chaotisch und ich habe Angst und ich fühle mich nicht mehr sicher und ich muss kontrollieren, verwechsle ich mich mit etwas, was verletzlich ist, nämlich dem Körper und dem Ego und dem dominanten Denksystem, was gerade auf dem Ego beruht. Und das greift natürlich nicht in Wahrheit, aber es greift deine Wahrheit an, nämlich, dass du in Wahrheit
ein unverletzliches Bewusstsein bist, das gewählt hat, eine menschliche Erfahrung zu machen. Und dieses Bewusstsein ruht immer sicher in Gott. Das ist, was du wirklich bist. Und jedes Mal, wenn du angreifst, jedes Mal, wenn du nur einen, ich sage jetzt mal, kritischen Gedanken hast, aber jetzt setz dich nicht unter Druck, dass du nie wieder kritische Gedanken hast, dann verletzt du das, was du wirklich bist. Dann verleugnest du, was du wirklich bist. Und das macht Angst, weil du dann natürlich dich immer tiefer in diese menschliche Hülle verstrickst und in diese Idee, dass du nur Mensch bist. Und wenn du Mensch bist, dann bist du verletzlich, weil ein Körper ist nun mal verletzlich und dann kannst du die Angst nie ganz loswerden. Es ist egal, was du tust, um dich sicher zu halten in einem menschlichen Dasein, das daran nur glaubt, Mensch zu sein. Du wirst immer Angst haben, weil der menschliche Körper und die Idee, dass du nur Mensch bist, ist einfach nicht sicher. Da ist keine Sicherheit zu haben. Im Ego-Denksystem gibt es keine wahre Sicherheit. Und hier in dieser Lektion 26 haben wir auch eine ganz wundervolle Übung, nämlich, dass du Situationen benennen darfst, die dir Angst machen, wo du in den Angriff gehst. Zum Beispiel sagst du, ich mache mir Sorgen um den Krieg in der Ukraine oder um die deutsche Regierung, weil die nicht mehr alle Tassen im Schrank hat oder was auch immer. Oder ich mache mir Sorgen um die Situation in Gaza oder ich mache mir Sorgen um, dass die USA nur noch außer Rand und Band ist. Das ist deine Situation. Und dann darfst du dir über diese Situation Angstgedanken aufzählen. Ich habe Angst, dass das geschieht, dass jenes geschieht, dass die Welt untergeht, dass die Wirtschaft zusammenbricht, dass noch mehr Zölle kommen, dass unsere Regierung eine Wehrpflicht durchführen wird oder was auch immer. Ich habe Angst vor all diesen Dingen. Und nachdem du all das aufgeführt hast, nachdem du all diese Angstgedanken aufgeführt hast, sagst du dir zum Schluss, dieser Gedanke bzw. diese Gedanken sind ein Angriff auf mich selbst, auf das, was ich wahrlich bin. Und was ich uns auch hier nochmal zum Schluss in Erinnerung rufen will, ist, dass nicht nur deine Angriffsgedanken deine Unverletzlichkeit angreifen, sondern jedes Mal auch alle deine Mitmenschen. Weißt du, wenn du jemand anderen angreifst, dann bindest du ihn an diese menschliche Version. Dann gibst du ihn nicht frei, viel mehr als nur Mensch zu sein. Dann erkennst du die Seele nicht an, dann erkennst du diesen unsterblichen Anteil, diese unsterbliche Essenz in ihm nicht an. Und wenn du ihn gefangen hältst, dann hältst du auch dich gefangen. Glaub bloß nie, dass das keine Konsequenz für dich hat, wenn du einen Bruder nicht freilässt, weil du dich genauso mit ihm gefangen hältst. Also, dies gesagt, blättern wir mal weiter auf die Lektion 27 mit dem wundervollen Leitgedanken, unser Mantra für heute: vor allem will ich sehen. Und ich glaube, auch das kann dir helfen, in Zeiten von Chaos, ich lege mal kurz den Kurs beiseite, in Zeiten von Chaos dich zu zentrieren, dich wieder zu sammeln, wieder deine Energie zu dir zurückzuholen und dich daran zu erinnern, was eigentlich dein Auftrag ist. Dein Auftrag ist nicht, dich zu zerstreuen und jeder Quelle, die nach Aufmerksamkeit schreit, vor allem mit Angst und Schrecken und Mangelnachrichten, dorthin dich zu fokussieren und deine Aufmerksamkeit in 1000 Richtungen zu schicken und völlig verzweifelt zu sein und völlig am Ende des Tages auch energetisch leer zu sein, weil wenn du dich so zerstreust, fühl mal in dich hinein. Es ist so anstrengend, deine Aufmerksamkeit in 15 Richtungen zu lenken und zu denken, nur so kann ich mich schützen, nur so bin ich sicher. Wenn ich weiß, was in den USA passiert und was als nächstes dran ist und ob es jetzt Tarife, will ich immer sagen, Zölle gibt oder nicht, oder ob, was weiß ich, diese bürgerkriegsähnliche Situation jetzt aufhört oder nicht, oder ob der Ukraine-Krieg übermorgen vielleicht zu uns überschwappen könnte oder was auch immer für Angstgedanken damit hochkommen, du verausgabst dich energetisch. Und du bist wirklich nicht dir dienlich und auch nicht der Welt. Ich verstehe natürlich, dass wir uns auch beunruhigen können und dass Angst und Verzweiflung auch sich melden können. Aber nicht, damit du sie mit dir selbst verwechselst, sondern damit du dich immer wieder erinnerst, dass du vor allem sehen möchtest, vor allem vergeben möchtest und damit vergebend auf diese Welt blickst und immer wieder auch trainierst,
dass du an etwas Höheres glaubst, dass du kurz eine Pause machst, dass du innehältst und sagst, ich glaube dennoch, auch wenn ich sehe, dass es hier ganz schön intensiv wird, dass es etwas Höheres gibt und dort ist alles im Griff. Gott hat alles im Griff. Und ich weiß zwar nicht, wozu das gut ist, aber ich glaube, es gibt einen guten Grund, den ich jetzt so nur mit meiner menschlichen Perspektive nicht verstehen kann. Habe ich 100%ige Gewissheit, dass mehr los ist als ein menschliches Chaos? Und kann ich mich an meine wahre Funktion erinnern, dass wenn ich vergebe, ich vorbildhaft für diese Welt sein kann, vor allem in Momenten, die sich chaotisch anfühlen und somit vielleicht auch jemanden ein Trost sein kann oder ein Anker sein kann. Und vielleicht ist das gerade meine Aufgabe. Wenn wir der Astrologie zuhören oder aber auch den Gene Keys und Human Design, dann wird ganz klar, dass alle Quellen sagen, dass die Welt, wie wir sie kennen, mit dem Ego-Denksystem, das Wirtschaftssystem, was wir kennen, die Politik, wie wir sie kennen, mit den weißen alten Männern, die immer das Sagen haben, diese sehr männliche Dominanz, die unsere Welt bis dato regiert hat, die neigt sich dem Ende. Und wenn etwas spürt, dass es nicht mehr das volle Vertrauen hat und dass wir ihm nicht mehr auf den Leim gehen, wird es alles daran setzen, diese Macht zu behalten, zu klammern. Und ich glaube, auch deswegen wird es gerade so laut. Das Ego merkt, okay, mir vertrauen nicht mehr alle. Es gibt genug Leute, die merken, es gibt mehr als nur das Ego. Also werde ich nochmal richtig laut und richtig chaotisch, damit ich an das, was ich habe, an meine Macht weiter klammern kann. Aber du kannst den Lauf der Zeit nicht aufhalten, auch wenn es für uns hier oft genug sich ungemütlich anfühlt. Ich glaube nur, es ist ganz folgerichtig, dass die Strukturen, die nicht auf Liebe basiert sind, sich langsam auflösen, weil das ist ja, was auch eine Art ist, wie wir das betrachten können. Das Wirtschaftssystem, was wir haben, ist nicht auf Liebe basiert. Die Politik, die wir machen, ist nicht auf Liebe basiert. Und all das sehen wir jetzt sehr, sehr, sehr klar. Und es muss sich was Neues zeigen. Und ich glaube auch, dass sich neue Dinge auch schon zeigen und auch schon gelebt werden. Sie sind bloß nicht laut, sie sind liebevoll und sanft und leise irgendwo auf dieser Welt schon dabei, sich zu entwickeln. Und wir sehen gerade das Laute, weil das Ego ist immer laut und zuerst im Raum und macht richtig Drama. Aber ich glaube, da ist auch ganz viel, was sich schon entwickelt, was neu ist und leise und schön und verbunden und in der Zusammenarbeit. Aber das ist vielleicht noch nicht so offensichtlich für uns alle. Und einfach zu wissen, dass all das ist, was die Astrologen zumindest sagen, was nicht auf Liebe basiert, jetzt zu Ende gehen wird. Und das heißt nicht, dass das übermorgen zu Ende ist. Das ist auch noch das andere, was ich dazu sagen möchte, ist, das ist gerade der Beginn. Wir sind gerade am Anfang, so sagen die Astrologen und so sagen es auch die Gene Keys, von einer Mutation, von einer Entwicklung zu einem neuen Menschen hin. Die Gene Keys nennen es den Homo Sanctus, also den gesegneten Menschen. Und dass da auch irgendwie Chaos und Umbruch und Dinge kaputt gehen, auf die wir uns immer verlassen haben, weil sie einfach nicht mehr stimmig sind mit dieser neuen Version, mit diesem neuen Schritt in der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, wenn du auf die Menschheitsgeschichte blickst, dann wirst du auch sehen, das ist nicht das erste Mal, dass es einen Umbruch in der Menschheitsgeschichte gab. Es ist immer nur so, wenn wir es selber erleben, und wer weiß, ob wir es damals auch schon selber erlebt haben, dann möchten wir immer, dass es schon vorbei ist. Dann möchten wir immer gar nicht, dass es ungemütlich wird, sondern wir wollen gleich es gibt eine neue Version von uns, es gibt eine neue Idee von Welt. Ich möchte sofort dorthin hin katapultiert werden. Ich möchte gar nicht durch die Angst dorthin. Ich möchte sofort in die Erleuchtung. Ich möchte sofort an diesen neuen Ort oder an diese neue Art zu leben und zu sein. Aber so funktioniert's halt nicht. Und ganz ehrlich, wenn du daran glaubst, dass du eine Seele bist, die ganz aktiv eine menschliche
Erfahrung fehlt, dann wirst du ganz aktiv diese Erfahrung gewählt haben, dann wirst du ganz aktiv diesen Zeitpunkt gewählt haben, um hier als Mensch zu sein. Wie kannst du das Beste daraus machen? Wie kann es richtig gut für dich werden? Hinterfrag dich lieber solche Dinge, als dich zu sehr mit dem Chaos und mit den Aggressionen des Ego auseinanderzusetzen. Und hinterfrag dich lieber, wie du das Schönste und das Liebevollste und das Beste geben kannst, was du hast, anstelle zu sehr damit beschäftigt zu sein, was das Ego schon wieder für ein nächstes Chaos produziert hat. Ich glaube, das war es erstmal. Ich hoffe natürlich, dass du das ein oder andere Gute für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst. Falls du deine Gedanken mit mir teilen möchtest, wie es dir gerade geht und ob du das Chaos vielleicht gar nicht wahrnimmst, weil du Nachrichten gar nicht mehr guckst oder überhaupt nichts mitkriegst in diese Richtung, auch schön. Auch das teil gern mit mir, da bin ich echt gespannt. Und was auch immer dich gerade bewegt, teils gern mit mir hier unter dem YouTube-Video oder auch bei Spotify. Ich freue mich immer über dein Feedback. Und wenn dir dieser Podcast dienlich ist, wenn du Nutzen aus ihm ziehst, dann freue ich mich auch immer, wenn du diesen Podcast hier bewertest oder mir ein Abo dalässt. Danke dir für deine Zeit und deine Liebe und deine Mühe und dein Sein. Wir hören ganz bald wieder voneinander. Pass bitte bis dahin gut auf dich auf. Deine Peri.